liebe Fotofreunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute wird's richtig heiß und das nicht nur wegen dem Blitz. Heute geht's um den ultimativen Duell zwischen hartem Licht und weichem Licht. Aber bevor wir in die Schlacht der Lichter starten, habe ich noch eine Frage für euch. Was denkt ihr? Welches Licht ist besser für atemberaubende Porträts? Weich und schmeichelnd oder hart und kontrastreich? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Hier eingeblendet seht ihr den Champion des sanften Scheins, den 1,60 m großen Reflexschirm mit Diffusortuch. Dieser Reflexschirm ist unsere Geheimwaffe für butterweiche, atemberaubende Porträts. Aber schauen wir uns doch erstmal die Vor- und die Nachteile im Detail an. Welche sind die Vorteile von weichem Licht? Ihr wisst es wahrscheinlich schon. Weiches Licht gibt ganz flache Schatten. Es ist wenig kontrastreich und deswegen super schmeichelhaft für die Haut. Durch die gleichmäßige Ausleuchtung werden Strukturen minimiert und die Porträts sind einfach wunderschön. Diesen Vorteil können wir uns ganz wunderbar nutzbar machen, wenn jemand zum Beispiel sehr schlechte Haut hat oder tiefe Falten, die wir ein bisschen kaschieren möchten. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ja, das ist ja super, aber das wollen wir doch. Was ist denn der Nachteil? Der Vorteil kann auch genau der Nachteil sein. Wir haben weniger Kontrast, es ist weniger dramatisch, deswegen manchmal auch etwas langweiliger. Und wir haben halt nicht diesen kontrastreichen Look, den wir vielleicht gerade haben möchten, wenn wir zum Beispiel einen älteren Herr haben mit tiefen Falten, die wir betonen wollen. Das kriegen wir mit dem weichen Licht nicht so gut hin. Aber Moment mal, da kommt schon der Herausforderer ins Spiel, und zwar der Blitz mit dem Standardreflektor. Diese kleine Wunderwaffe ist bereit, die ganze Szene mit dramatischem Effekt zu durchfluten. Doch auch hier gibt es Licht und Schatten. Lasst uns also die kleinen Vor- und Nachteile von ihm mal genauer anschauen. Welche sind die Vorteile vom harten Licht? Er betont die Strukturen und macht einen super dramatischen Look. Betonte Strukturen möchten wir zum Beispiel haben, wenn wir ein Beauty-Porträt machen mit richtig glitzerndem Make-up. Die Nachteile vom harten Licht könnt ihr euch direkt selber denken. Härtere Schatten können Unvollkommenheiten stärker betonen. Kann erwünscht sein bei Charakterporträts von älteren Männern, kann aber auch stören, wenn jemand in der Pubertät zum Beispiel ist und ein Akneproblem hat. Ein weiterer Nachteil ist, man benötigt mehr Kontrolle, um eine ausgewogene Lichtsetzung zu erreichen. Jetzt kommt der spannende Teil, der direkte Vergleich. Wir schauen uns die Aufnahmen an, die mit der lieben Carla entstanden sind, einmal im weichen Licht und einmal im harten Licht. Kann weiches Licht wirklich Falten verstecken, während hartes Licht Charakter ins Bild zaubert? Jetzt werde ich euch natürlich auch ein bisschen was vom Shooting zeigen. Ihr kriegt jetzt ein paar Behind the Scenes zusammen mit ein paar Bildern zu sehen. Wir fangen an mit dem weichen Licht. Wie ihr sehen könnt, habe ich mich dazu entschieden, den Reflexschirm seitlich zu positionieren, ein bisschen nach vorne. Warum habe ich den seitlich positioniert? Ganz einfach, damit auf der Gegenseite Schatten entsteht und es nicht so langweilig ist, wie wenn der Reflexschirm frontal zur Carla ausgerichtet wäre. Wundert euch nicht von dem Gewedel, ich wollte ein bisschen Bewegung in die Haare zaubern. Wie ihr sehen könnt, könnt ihr so einen großen Modifikator nicht nur für Close-Up-Porträts verwenden, sondern auch um Ganzkörperporträts zu erstellen. So, worauf müsst ihr achten, wenn ihr Ganzkörperporträts erstellt? Weist das Modell an, dass es immer Richtung Licht sich bewegen soll, dass es das Gesicht dahin halten soll, damit ihr nicht die Schatten habt auf der anderen Seite. Das ist immer ganz wichtig und positioniert den Reflexschirm, wie ihr im Video sehen könnt, wirklich ein bisschen weiter nach vorne, dann kann das Licht weiter wandern. Jetzt kommen die Behind the Scenes zu dem harten Licht. Wundert euch nicht, beim Drehen war es bereits dunkel. Die Positionierung des Lichts ist essentiell wichtig. Ich habe das Licht frontal zu Carla in einem 45-Grad-Winkel nach unten positioniert. Achtet immer auf die Schatten und schaut darauf, dass sie schmeichelhaft fallen. Wenn Carla sich bewegt, passiert es häufig, dass der Schatten dann sich verbindet. Das sieht nicht so gut aus, deswegen ist es sehr schwierig, damit zu shooten. Was ich zusätzlich gemacht habe, wie ihr sehen könnt, habe ich seitlichen Reflektor positioniert und gleichzeitig aber auch nochmal einen Reflektor von unten genommen, um die Schatten aufzuhellen, weil es extrem kontrastreich ist. Carla hat wunderschöne Haut, aber es ist nicht bei jedem Modell so. Wer gewinnt von den beiden? Ihr entscheidet. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche von den Bildern euch am besten gefallen haben. So, und jetzt sind wir schon fast am Ende. Aber halt, bevor ihr wegklickt, lasst uns kurz nochmal darüber reden, warum ihr auf dieses verlinkte Video klicken solltet. Es ist ja schon mal gut, dass ihr die Grundlage versteht, aber das Verständnis für die Unterschiede bringt euch nichts, wenn ihr nicht in die Umsetzung kommt. Deshalb zeige ich euch in den verlinkten Video, wie ihr atemberaubende Beauty-Porträts erstellt mit genau den Grundlagen, die wir heute hier gelernt haben.